Marcel präsentiert Spaß mit Begriffen. Kennt ihr etwa alle? Das werden wir nun rausfinden. Los geht's! Haram. Haram ist das Gegenteil von Halal und bedeutet, du darfst nicht. Jetzt habe ich schon wieder. Ach so, Haram ist ein Adjektiv und bedeutet nicht erlaubt bzw. verboten. Ding, 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 ding. Genau. Haram haben wir auch ziemlich häufig unter unseren Videos stehen. Dadurch habe ich auch gelernt, dass die Interpretation von was erlaubt ist und was nicht sehr groß ist. Das ist eine sehr große Spanne. Viele Leute haben da verschiedene Interpretationen von. Nächster Begriff. Eid. Man schwört einen Eid, beispielsweise als Arzt. Nein, natürlich nicht der Eid, sondern Eid. Ne? Ja. Eid ist richtig fiete Lacht. Also ich kenne den Begriff Eid wegen Eid Mubarak oder Eid Mubarak. Und zwar ist es ist nicht das Zuckerfest. Ich bin da immer sehr durcheinander, weil es gibt ja das Opferfest, dann gibt es irgendwie das Zuckerfest und irgendwie eins von beiden ist auch Eid. Und Zuckerfest ist aber eigentlich, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Okay, darf ich dir helfen? Nein, es war richtig. Eid ist einfach nur arabisch für Fest. Also beide sind Eid. Ah, dann gibt es ja Eid al-Fitr. Eid ist das arabische Wort, das türkische Wort wäre Bayram. Das, was du gerade Zuckerfest genannt hast, ist das Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan. Eid al-Fitr. Perfekt. Marcel, also das Opferfest, Eid al-Adha. Ein was? Eid al-Adha. Sehr irre. Das ist das Opferfest. Ah, und da wird immer ein Hammel geschlachtet. So, auch nicht anders übrigens. Ich habe mir Videos angeguckt dazu. Die ist echt brutal. Ja, aber schmeckt. Nafs. Ja, kennt man. Nafs. Ich weiß ja, was das bedeutet, Nafs. Das ist sowas wie... ich habe diesen Begriff bereits gehört im vorigen Leben. Also nicht in dem Leben davor, aber in meinem Leben bisher. Ah, Dschihad an Nafs? Nee, Dschihad an Nafs? Irgendwas blabla an Nafs. Kommst du noch irgendwie drauf? Das Warte. hat mir im Ramadan-ABC. Ja. Ah, oh mein Gott, Alter, da müsstest du ja eigentlich wirklich wissen. Dschihad ist der Kampf mit sich selbst, der Kampf... Ah, der Kampf mit sich selbst? Schweinehund? Irgendwie sowas wie der innere Schweinehund? Oh nein. Respekt, Digga. Ist richtig? Sehr gut, ja. Sehr gut. Junge, Ja. ich meine, klar, weiß ich alles. Genau, Nefs ist arabisch für Seele. Man übersetzt es auch gerne mit Triebseele, innerlichen Bestrebungen, also so das eigene Ego, du hast gerade gesagt, der innere Schweinehund. Und Dschihad im Nefs ist zum Beispiel die Anstrengung, so gegen die eigenen Triebe anzukämpfen. Zum Beispiel jetzt Geiz oder Völlerei oder was weiß ich. Oder Sex. Oder Sex. Ah, da steht Dicke, aber es wird locker Wücker oder so ausgesprochen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Hat es was mit Sufis zu tun? Auch. Dann ist Wücker, glaube ich, dieser Kreis, in dem gebetet wird. Ihr müsst mal auf YouTube suchen, Wücker und dann Remix. Ihr werdet Leute finden in Gebetsklamotten, die im Kreis rennen. Und dann gibt es meistens so Remixe dazu, die so mit Techno sind. Das ist wahrscheinlich auch Bedar. Zikr ist wirklich was ziemlich Irres, weil die Sufis sind ja ist ja auch eine Ausrichtung des Islam. Ja. Und das ist alles ein bisschen spiritueller, ein bisschen mystischer, soweit ich weiß. Also die bringen sich in dieses Gebet oder in diese spirituelle Stimmung durch Tänze, durch Bewegungen, also quasi Kreistanzgebet. Zikr ist ein Kreistanzgebet. Zikr ist den Namen Gottes sagen, die Namen Gottes sagen oder Lobpreisungen sprechen. Und das machen eben Sufis, mithilfe dann auch noch von solchen Bewegungen oder so und sich in so eine Art Trance versetzen. Wie bist du darauf gekommen? Durch diesen Remix tatsächlich. Und dann habe ich halt einfach mal richtig danach gesucht. Einfach mal Zikr eingegeben und dann gab es halt das originale Video mit den Originalgesängen.
dazu. Ja, wahrscheinlich in Lobpreisungen mit dem Gebet halt dazu. Und dadurch habe ich dann auch Sufi kennengelernt, also was Sufi bedeutet. Und dann ja, hat sich das so ergeben. Ihr wisst, dann passiert so ein Wikipedia-Marathon oder so ein YouTube-Marathon, dass man sich einfach 1 Million Sachen dann dazu gibt, um alles Wissen dazu zu erlangen, was ihr jetzt auch habt. Salamu alaikum. Das hört man auch so häufig, wenn sich Menschen begrüßen oder verabschieden. Denn Salamu alaikum steht für Friede sei mit dir. Ding, 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 ding. Yes. Sehr gut. Genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich würde es auch echt cool finden, wenn wir uns auf Deutsch so begrüßen, aber irgendwie hat es gar keinen Swag. Friede sei mit dir, der Friede sei auch mit dir. Das ist uncool. Vor allen Dingen ist dann auch nochmal anders, weil man antwortet ja dann mit Walaikum Salam. So. Heißt, man muss es auch kennen. Richtig Insiderwissen so. Das ist, als ob man mit jedem so einen Checker, so, mit jedem, der Muslim ist. Und da gibt es über 1 Milliarde von. Wenn ich mit jedem so begrüßen kann, ist schon cool. Das machen Leute. Hallo. Ja. Ich kenne sogar die lange Version davon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich habe sehr lange geübt, bis ich das konnte. Sehr lange. Ich finde es immer sehr schön, wenn man von den Kulturkreisen, von den verschiedenen Kulturkreisen sich so Kleinigkeiten aneignet und sowas wie so Begrüßungsformeln oder so Danke bitte oder so diese Respektsform, sowas wie Abi im Türkischen. Weil ich festgestellt habe, dass man dadurch dann immer so sehr viel Respekt bekommt. Also so sehr, sehr viel einfach, dass man auch früher seinen Döner bekommt. Deswegen lernt doch einfach Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mann, hab ich wieder viel gelernt. Noch mehr habe ich davor gelernt. In den vorigen 2 Teilen. Oder darunter in der Funkwelt. Natürlich habe ich nicht vergessen, ein Abo für die Datel-Täter dazulassen.